Hab mir gerade beim Niederschreiben der Gedanken der letzten Folge in der kleinen Pause halt auch wieder gedacht, wie doof es doch eigentlich war, Elliot auch noch in seiner Hoffnung zu unterstützen mit Theater? Vielleicht. Ach. Ich meine, er macht sich jetzt wieder Hoffnung, wo es einfach keine gibt. Ist ja auch blöd. Das Leben ist halt manchmal seltsam. Mit seinen Situationen, die es so mit sich bringt. Chloe wirkt hier beim Auspusten kurz wie eine kleine Hamsterbacke. Achtet mal drauf, Grafikfehler. Ja, die Sache mit Elliot ist echt nicht einfach. Also hätte er jetzt hier ganz klar gezeigt, dass er mehr will, hätte ich ihm schon gesagt, nee, du lass mal, weil klare Kante, so Achtung. Wenn Chloe jetzt wieder auspustet. Achtet mal auf ihre Hamsterbacke. Jetzt kommt das nicht, Mist. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Life is Strange Before the Storm. Komm, Chloe, nimm noch einen Zug. So, Achtung, Hamsterbacke. Ja. Meine ich. Ja, bestimmt getroffen und deswegen Brandschutz beachtet. Wenn wir uns jetzt schon hinsetzen, dann kommt ja gleich die Ansage mit Schild lesen. Aber wir sitzen ja drauf und stehen nicht drauf. Wir laufen nicht drauf rum. Und bis dahin kommt man auch im Sitzen hin. Oder im Krabbeln. Mhm. Huh. Weirdly, that makes me interested in walking on the stage. Machen wir noch, aber wirklich erst gegen Ende. Eigentlich das Beste zum Schluss heißt ja eigentlich Steph und Mikey. Need my DVD from Steph. I bet she's nerding it up with Mikey somewhere. Stimmt, DVD von Steph holen. Da steht's, die Hand lügt nie. Blumen. Samantha. Stimmt. Ah, sie ist ja auch super und dann hat sie es auf Nathan abgesehen. Puh. Was ist eigentlich aus ihr geworden? Warum haben wir von ihr nichts mehr gehört? Naja, vielleicht weil das 2013er Abenteuer vor dem 2010er geschrieben wurde. Hä, wie geht das? Ja, Zeitreise macht's möglich. Was ist mit ihr passiert? Sie ist auch super. Wie sie einfach auf Nathan steht und dafür wohl einfach nichts kann, weil sie empfindet einfach so. Dieses Preisschild, ey, das nervt. Das muss man echt mal abmachen. Aber wie das ihr auch schaden könnte. Im Übrigen, wir haben hier 190 Bilder pro Sekunde hier draußen. Da Richtung Sportplatz sind es 250. Weil hier mehr Grün ist, das sich bewegt, ja? Gen Himmel sind es 310. Wie Chloe gerade guckt. Flowers always make me think of springtime, which makes me think of summer, which makes me think of getting the fuck away from Blackwell for 3 whole months. 3 Monate. I love flowers. Ich liebe Blumen, weil ich es mir schön reden kann. This makes being high sound like a bad thing. Alles eine Frage der Interpretation. Evan's work is actually pretty good. I'd never tell him that, of course. Ja, warum jemandem Komplimente machen? Die Gefahren von Waldbränden von Evan Harris. Evan's work is actually pretty good. I'd never tell him that, of course. Muss schon wieder dran denken, wie Chloe den Piepmatz verscheucht. Chloe die Klobige. Hier wird ja gar keine Drohne gesteuert. Hier sitzt doch niemand in weißen Hosen in einer alternativen Zeitlinie 2013 und sagt, niemals Maxine. Boah, das Wasser sieht gut aus und die Spiegelung darin.
Aber hier war gerade wieder der Grafikfehler. Boah, hier ist Geld drin. Geld! Damit kann man Drogen kaufen, Chloe. The future needs excellence. Kommt mir The bekannt vor. future's an asshole. Victoria Vic Chase. Victoria Chase. I'd rather vomit razor blades than talk to her. Schlafsäle. Ah, das Athletikfeld. Need my DVD from Steph. I bet she's nerding it up with Mikey somewhere. Das Hauptgebäude. Ach, es wird wieder eine Freude. Aha. Oh ja, wenn ich an die Hausaufgaben denke. Oh, Carrie Price! Ja. It's Chloe. Oh, right. I'm just teasing. People have been taking me so Boah, die seriously Augen. since I won the Beacon's Young Artist Award for my photography. You don't say. Between that and the Vortex Club, it's hard to keep people from putting me up on a pedestal or whatever. But you know all about that. What, with Rachel Amber? Am I right? Also ich muss sagen, das passt ja zu ihr, aber sie wirkt verdammt gruselig. Schaut mal das Make-up um die Augen herum an. Die wirken so verdammt groß und boah. Also das wirkt auch wieder seltsam. Da war das in dieser anderen Zeitlinie, wo andere sagen würden, die ersten beiden Durchläufe doch irgendwie natürlicher und besser. Wow, the Young Artist Award. Oh, it's not a big deal or anything. Like, 100 people submitted work, and my photography won. Congrats, I guess. So the Beacon's putting me up on the front page of the lifestyle section. Who cares? Das ist halt die Vic, wie sie leibt und lebt. You hang with the Vortex Club? I mean, I'm technically not a member, but I am being courted. I'm not sure The club should be a collection of Blackwell elites, but instead, it's some anti-bullying, hand-holding kumbaya shit. Not when I'm a senior. Es ist immer wieder schön mit ihr zu reden. Wait, what about Rachel Amber? Rachel posted a slamming selfie of you two having the time of your lives. Do tell. Auf einmal wird Chloe interessant, aber auch noch wegen Rachel. It was a pretty normal night for us. A little music, a little dancing. We murdered a guy. You are so funny. Seriously, though. I didn't realize you and Rachel were such BFFs. We're really not. So, what's she into? You know, what's her thing? Is it drugs? I'm not judging or anything. I figure if she's hanging out with you, she must be into some effed up shit. You know? Ja, das stimmt. Seriously, I don't know why you're talking to me about Rachel. Oh, everybody loves her. Little Miss Perfect. So you're jealous of Rachel Amber. That's what's happening right now. Gotcha. Oh, God, I don't have time for this. I didn't even finish the chemistry assignment, and you're being you. Oh. Boah. Also kurz hatte sie mal wieder einen Gesichtsausdruck drauf, der halt wirklich super war, aber dann kommt sie halt mit dem, was sie sagt, daher und dann denke ich wieder so, okay. Einfach nur weggehen oder Hausaufgaben sabotieren. Allein schon für das, was wir dann zu lesen bekommen. Was sein muss, muss sein. I'm sorry, Victoria. I didn't mean to be rude. You know, I finished the assignment. Want some help? Und dass sie das glaubt. You. Help me. Oh Of ja. course. That last problem was hard, right? If I'm remembering correctly, the answer was fluorine, uranium, carbon, potassium, and uranium again. Does that sound right? Perfect. Hey, thanks, Carrie. No problem.
sie schon wieder läuft, ey. Aber jeder verdient, was er verdient. Bin mal gespannt. Ich werde natürlich noch nicht urteilen über diese Version hier, dieser Zeitlinie. Dieses Blitzen, das ist doch... Okay, ich rede es mir hier schön, weil Wasser und dann besondere Spiegelung. Aber auf dem Dachboden, nee. Es gibt ein paar Sachen, die gefallen mir. Also Chloe... sehr schön, wie immer, aber... In dieser Version der Zeitlinie... Auf jeden Fall super. Aber dann gibt's wieder Victoria Chase. Die sieht halt wie Victoria Chase aus, aber wirkt irgendwie komisch, wenn man sie halt anders kennt. Bei Elliot und bei Joyce wirkt das Gesicht wie eingeschlafen. Ich bin ja mal auf Steph gespannt, wenn sie wieder den Mund so aufreißt und aus dem Staunen nicht herauskommt, was Chloe wieder abgelassen hat. Endlich Zeit, ehrlich. Aber jetzt erstmal, ja, die Konkurrenz von dieser Max Caulfield. Samantha Myers, school wallflower. She could give you a run for your money, Max. Hey, Chloe. Hey, Samantha. What are you reading? Who's Afraid of Virginia Woolf? I read that last year in Mrs. Hoyta's English class. I didn't think you did homework. Normally I don't, but the play was actually good. What did you like about it? The story is about how relationships only work if people are willing to lie to each other. I'm not sure if you're joking. Sorry, I'm a little slow sometimes. I'm a little bitchy sometimes, so it's cool. People always say that. But I think you're actually... Sorry, Chloe. No one says anything like that. I don't know what I'm actually talking about. I bet. Ich hätte mir so gewünscht, dass sie es ausspricht. Aber sie denkt richtig. Samantha denkt richtig. Samantha Myers, school wallflower. She could give you a run for your money, Max. Wallflower, Mauerblümchen. Klingt ja fast wie 1:1 übersetzt. I bet Steph and Mikey are playing games on one of the tables. Das ist ja wie mit... der Baum heißt so, okay. Das ist ja wie mit... That's not the yellow from the egg. Mhm. There's my fellow high risk. Hier kann man wieder gemein sein. Evan. Amazing photographer, but such a bleeding heart. What soapbox is he on today? Chloe, I'd like to talk to you about wildfire awareness and prevention. Good morning to you too, Evan. According to the Department of Forestry, over 90% of this season's fires were caused by humans. That's a record high and completely preventable. Bin ja mal gespannt, wie die Statistik in einem Tag aussieht, wie viele Drachen damit gezählt werden. Ich mach mal kurz was. Ups. Hier bei ihm kommt noch nichts. Also wir schmieren zwar was unter die Petition oder... Ja, Petition. Kameras. Wir schmieren zwar was auf Papier, aber das kommt hier noch nicht zu tragen. Wir wollen ja nichts verpassen, oder? Wollen wir das? Nicht? Weiß nicht. Waldbrände sind super. Warum tust du das? Bis später. This is for college, right? I don't believe you actually care about this. My interest in fire prevention is completely sincere. Besides, I intend to get into college on the strength of my photography alone. Do you think Rachel Amber would be willing to pose for my portfolio? She's so artistic.
I bet she would be a dream model. Das würde What do sie you think? bestimmt. I guess. Who says we should prevent fire? Fire is awesome. While I realize you're being purposefully obstructive, you raise a good point. Many parts of our local ecosystem benefit from fire. Knobcone pine cones, for example, which require temperatures above 350 degrees to open. Say knob cone again. No. I gotta run. Wait, one last thing. Will you sign my petition to have a fire safety assembly at school? Das ist halt auch Chloe. Sie hört halt ganz genau hin. Was Chloe erkennt, das erkennen nicht viele. Sure. I love assemblies. Some of the best naps of my life. Wow, thanks. I did not see that coming. You being, interested in complicated issues, helping out with the public. Do you want me to change my mind? No. How seriously am I taking this right now? Tja, Evan ist ein Clown. N? Grasgeruch Dr. Bär. Schaut mal, Wie guckt er denn? Da, links, das ist doch ein Haschmuffin. Wir hatten schon das da oben, wir hatten das schon da links. Oh, an sich will ich schon zu CP tendieren. Aber das ist Happy neu. to support such an important cause. Blackwell Academy, home of tomorrow's leaders. Was halt alle so machen? Meldet euch heute an. Übt euer demokratisches Recht aus, euch zu versammeln und die Wichtigkeit des Brandschutzes für unser zerbrechliches Ökosystem zu diskutieren. Direktor Dödel, Mac enorme Eier, Grasgeruch Dr. Bär. Smoke weed, die Bär. Thanks so much for signing my petition. Smokeweed D. Bear? Only you can prevent ganja fires. Das ist schon gemein, dass es keiner ernst nimmt. Hey, da sind bloß 2 drauf. Ach, tut mir leid, aber... Blackwell Academy, home of tomorrow's leaders. Das ist... Was ist das denn? Da sind bloß 2 Namen drauf. Irgendwas stimmt nicht mit der Zeitlinie. What's worse, a poser who cares about issues or no one caring at all? You're back. Why do I keep talking to you? I've got shit to do. Aber selbst ihn ansprechen und dann sowas antworten, auch gut. Ach, oh ja, zum Wohnheim. No, Chloe. Class is back the other way. Das fasse ich halt einfach nicht, dass Chloe sich selbst daran erinnert, dass der Unterricht ganz woanders ist. Ich meine, es ist Chloe Price. No, Chloe. Class is back the other way. Das ist, naja, seltsam. Ein Wunder geschehen halt, ne? Was ist das für eine komische helle Kante da? Da haben die Regenwürmer aber irgendeinen Scheiß gemacht. Wenn es da so hell ist. Da. Need my DVD from Steph. I bet she's nerding it up with Mikey somewhere. Die beiden, die gehören halt auch einfach zusammen. Es ist erstmal einfach nur pure Freude, die beiden zu sehen. Aber es kommen halt auch Gedanken, andere Gedanken, weil wir schon mehr Wissen intus haben. Nicht nur wegen der Krankenhausgeschichte, auch wegen 2018 respektive 2019.
Steph Gingrich and Mikey North, Blackwell's premier indoor kids. Steph has created something of a business selling pirated DVDs to other students. Das haben wir schon gelesen. Ein Stubenhocker. Warum sind die hier draußen? Komisch. Steph Gingrich and Mikey North, Blackwell's premier indoor kids. Steph has created something of a business selling pirated DVDs to other students. Und wie der Zukunfts-Mikey einfach gepuppelt. Jemanden verleugnet. Ja. Nicht vergessen. Steph and Mike. Oh. If I had known the Celestial Avenger was bloodied, I would have totally given him my potion. It was a skill challenge. Potion wouldn't have worked. Skill challenge? It's part of the tabletop game we play. You wouldn't understand. Stephs Stimme. Einfach nur geil. Steph wirkt hier gerade etwas komisch. Wetten, das kommt halt nicht. I used to play with my friend Max. It's been a long time, though. Cool. Got my DVD? One Blade Runner, director's cut coming right up. Sweet. $5, right? Keep it. I'm just glad someone here appreciates the classics. You even asked for the director's cut, which took out the shitty voiceover and replaced it with a sweet dream sequence. Dream life over real life. That's my motto. Right on. Hey, do you know if Rachel's a gamer? Rachel Amber? You're asking me? Didn't you two go out last night, or was it just like a friend thing? Wie Steph immer den Kopf so dreht. Als wir gerade etwas weiter weg waren, na, nicht so weit, da sah Steph schon komisch aus. Nicht persönlich neben Steph, aber irgendwas ist hier in dieser Zeitlinie anders. Einige Charaktere gefallen mir mit ihrem Gesicht. Das klingt auch komisch. In dieser Zeitlinie, aber andere wirken seltsam. I don't know what you heard, but Rachel and I barely know each other. Oh, sweet. Steph has a crush. Oh. Chloe, you should join our game. Oh, Yeah. I don't have 50 hours right now. Thanks, though. We're at the end of the campaign, so it'll only take like 20 minutes. What else 20, have you got to okay. do before class? Ein anderen Mal. Niemals, klar. What the hell? Game on, nerds. Here's a character sheet. You are an elf barbarian. Are you insulting me in some obscure nerd way? Think about it. An elf? Like skinny and kind of weird, but also a barbarian, so like really angry. In other words, Chloe Price. Wow, you two are a riot. All right, let's get started. You were both famous heroes in the kingdom of Avernon, a once peaceful land, now laid to waste by the bloodthirsty raiders of the Black Well. Alone, you have fought your way through the raider camps, seeking their warlord leader, Durgaron, the Unscarred. As you enter the final camp, bloodied and weary, you see your fellow hero approaching from the opposite direction. I raise my staff to you and greet you. I am Elamon, Wizard of the Third Circle, foremost advisor to King Tiberius, and sworn defender of Avernon. Introduce your character. Yeah, okay. I'm an elf barbarian named, Black Hell, Black Well wurde gesagt, anfangs von Steph. Keller Master. Sie wurde von... Sie wurde verleugnet in Heaven Springs.
Calamastia. Super into it. Not bad. The two heroes. Hold on. Elamon narrows his eyes at the elf in front of him and says, I am here to defeat Durgaron, the Unscarred. In the name of King Tiberius, what makes you think you are worthy to fight alongside me? A würde einen sowas von aus der Immersion ziehen. Ich habe mal Menschenkebab gemacht. I once stabbed a guy in the chest with a sword, and it went all the way through and killed the guy behind him too. True story. Ihr guckt. You stand at a three-way crossing. To your left, the Raiders' training ground. To your right, their prison camp. Straight ahead, an enormous, ostentatious tent that could only belong to Durgaron, the Unscarred. Which way do you go? Straight ahead, right? We're supposed to kill the dude. Elamon Dude. frowns. The raiders could have some good loot at the training ground, and surely it is our duty to free all those prisoners. Your choice, newbie. Where do you wish to go? Elamon hat recht. Erstmal ausrüsten, dann Leute befreien und dann Zelt des Kriegsherrn. Spiel beenden. Puh, jetzt nicht verdrücken. Loot sounds good. Let's go to the training ground. Sweet. Upon arriving at the training ground, you are spotted by a heavy-set orc who immediately shouts and points. There are a dozen raiders on the training field, all of whom raise their weapons and charge. Okay. So what do we do? I cast Urgel's Acid Blast. Overkill? Bam! You conjure up a wave of acid that washes over the charging orcs. Every raider suddenly starts screaming and writhing in pain. There's a sweet and sour kind of smell as the flesh melts off their bones like warm candle wax. Holy shit. You see why I haven't really needed a partner? The heavy-set orc sergeant still remains. He runs at you, swinging a massive warhammer. All yours. Fataler Spalter, Kniestoß, Knaufschlag. I knee him. Right in the orc balls. Success! The orc clutches his groin, never to father children again. Ouch! Your turn again, Chloe. Wie einfach in Chloes Hand die aktuelle Aufgabe steht. I do a pommel strike. I strike his pommel hard. What did I say? A pommel is the end of a sword handle. Pommel strike is where you hit the guy with it. Ah, damn it. Okay, I do that. Except you're not wielding a sword, you're wielding an axe. This sucks. It's all right. Try using your... You've delayed too long. The orc swings his warhammer at your head, barely missing. Your move. Okay, let's end this. Fatal cleave. You swing your great axe downward with both hands. The orc blinks, then splits open like a hot dog bun. Fuck yeah! Hot dog. I'm awesome at this game. It's going well. What about the loot? Well, as the training ground is now a roiling pit of acid, it's unlikely any loot survived. Dang. Vielen Dank auch. Arcadia Bay. Ich hätte das Shirt auch ganz gerne. Na, vielleicht nicht das, passt mir vielleicht nicht, aber ich hätte auch gerne so eins. Die Farben gefallen mir auch. Fun Stuff. Wir sind nicht so. Wir sind doch ein Team. Man könnte auch sagen Team Chloe. Don't worry, Alamon guy. We all make mistakes. Elamon nods. Calamastia, the elf barbarian, is most wise and forgiving. What's next? Guess it's time to free some peeps. Let's go to the prison camp. You behold a field of standing iron cages, each imprisoning a human villager, calling out for you to free them. Only a small, elderly dragonkin is keeping watch. He notices you, and in terror, runs into one of the few empty cages and locks himself in. Ah, poor little guy.
What's a dragonkin? Dragonkin are like little dragon people. They're assholes. I bet he has all the keys. Oh, okay. Hey, shitface! Get out of there! The dragonkin hops up and down, shaking his ring of keys at you. He shouts in a strange language. Whatever he's saying probably isn't flattering. Got any useful spells in that robe of yours? Nothing that wouldn't blow up the cage and everything in it. Mit Brot bestechen, Schloss knacken. Intimidate. That's a skill I have. Can I do that? I want the little bastard to shit his pants. You can try. What do you say? Listen up, you little lizard. Unfortunately, he doesn't speak common, which means he I can't. cast communication on the dragonkin. Shit. Really? Now he can understand every word you say. Time to work some real magic. So this is called a skill challenge, where you try to use. Oh, I know what this is. I grab the bars of the cage and lean in, nice and close. He steps back, his scaly skin quivering in fear. What do you say? Wir fangen an, Drachen sind Feiglinge, meine Schuhe. You know what I love? Making shoes out of dragonkin. I point at my shoes. I'm wearing a pair, now. Air dragonskin. There's something special about your scaly skin, He's how it's that waterproof but also breathes. So gruselig aus. comfy. He doesn't seem to like that idea. Neither do I. The dragonkin pleads with you. Please don't harm me, tall one. But I cannot give you key. Durgaron much taller and meaner than you. Pah, Unwissender. You're short, I say. But you can always get shorter. Give me the key, or I'll chop off your legs and beat you to death with them. The dragonkin cowers before you, looking left and right. He opens his jaws, and you think he's about to yell for help. I interrupt his yell by shoving my axe into the cage, pinning his head to the bars without hurting him. Then I say the following. This is going to be good. Here's what's up. I'm going to carve the skin from your bones. Then I'm going to turn your skin into a little leather handbag that I'll shove your skinless body into so I can carry it around with me wherever I go. That way, the next time some asshat refuses to give me a key I want, I can pull your body out and show them what happens. How does that sound? Man könnte meinen, das ist Chloe Price. Wow. That was nuts. I'm going to give you a +10 bonus to charisma. Go ahead and roll. A small pool of urine collects under the elderly dragonkin as, hands trembling, it hands you the keys. Then it dies of fear. Awesome. Yeah, Go team. Why don't you start unlocking the prisoners? I'm on it. As you free them, the prisoners run away from you in fear. What's next? It's tent time. You enter the tent to find Durgaron, warlord of the Raiders of the Black Well, sitting comfortably at his throne. He's a huge red-eyed minotaur, swathed in a fine black cloak, gripping a two-handed sword that's easily 6 feet long. His laughter bellows, "Wah ha 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 ha. Your lands and people are already mine. Your deeds here mean nothing. Your kingdom was weak. You are weak." What an asshole. I got this. I cast Zael's cataclysmic cone of fire. The fire fizzles out Handbewegung. on contact. Durgaron laughs again, holding up his right arm to show off his bracer of fire immunity. Shit. All of my battle spells are fire-based. Except for, Acid Blast, which someone used unnecessarily to show off for Chloe. Calamastia? What'll it be? Minotaurus, da denke ich halt immer noch an Hair Raid. Dying Light. Boah, das war's, ey. Vernichtungsschlag, brutaler Schlag, Wutsturm, Wut und Chloe, das klingt gut. Und bei Calamastia dann? Muss doch auch werden, oder? What's Wrathful Rush? It's like a shoulder slam, an angry
angry shoulder slam. Okay, I do that. You scream with wrathful rage, then charge. Durgaron is caught off guard, and he fails to dodge. You slam your shoulder into him, knocking him back and doing some damage. Hell yeah. Der Typ ist aber ein Next. Klotz. Das ist, glaube ich, nicht so effektiv. I want to punch that stupid man cow in the dick. Kuhmann. Like, right in the dick? Right in the dick. Chloe, you punch a lot of dicks. Ja, So? macht man halt so. You miss. Durgaron bursts out laughing as you stumble past him. Asshole. He gores you in the side with a horn. 8 damage. Ouch. What do you do next? Holy shit. Annihilation strike. That sounds boss as fuck. 1? That's bad, right? Not for me. As you take your first step, you trip on a rock, collapsing onto the ground in a clangy jumble of metal. Your axe swings wildly to the side. Mikey, roll a reflex save. Oh no. 3. Your axe strikes Elamon's leg. Legs. Plural. Severing both feet at the ankles. Das Spiel ist super. Nee, jetzt habe ich einmal damit angefangen. I am so sorry. Durgaron moves toward the crippled Elmon. Oh, shit! I told you this was my best boss. You didn't tell me my character might die. Durgaron approaches, stomping his bloody hooves. Stomp, stomp, stomp. This is all my fault. Sort of. What should I do? I say something really encouraging to Elamon. Like what? Yeah? Like what? Shit. Why is being nice so hard? Sometimes you have to get knocked down lower than you've ever been to, stand up taller than you ever were. You Nachtischinfo. just cut off my feet. Stimmt. Elamon feels inspired. He summons the strength necessary to crawl away from Durgaron. Okay, Gänsehaut. Durgaron has now turned his attention toward you. Bring it. He charges, thrusting madly with his great sword. Shit! Oh no. Your attempt to dodge his thrust fails. Durgaron laughs as he impales you on his blade, lifting you high into the air. Seriously? I can't do anything with that stupid bracer. I'm sorry, Chloe. Hey, I chopped your feet off. We're even. You feel your strength draining away as Durgaron lifts you higher into the air. It hurts like hell. What do? I bring my axe down onto his arm. The one with the fire bracer thingy. Oh, brilliant. You'll have to roll high to hit. You're almost dead. 20! Fuck yes! You bring your axe down in a wicked chop, severing his arm completely. His bracer of fire immunity clings to the ground. I cast Gignomi's Fire Strike of Flame. Ooh, snap! Lying on the Wie er ground, reagiert. you conjure a flaming spear, which flies from your hands to spear Durgaron in the chest, incinerating him completely from the inside out. Damn, Elamon. Das Blöde Durgaron ist is halt, defeated, but your wounds were too great. I'm afraid Calamastia is dead. I actually feel sad right now. Better to have died a hero than live as a coward. That was fun. gute Worte. Check out what I drew. Mikey's got serious drawing skills. Drew. Ja, North? Nee, er hat was gezeichnet. Oh Mann. Die beiden, also wir kennen das ja schon, aber wir kennen das ja schon zweimal. Jetzt sogar 3-mal. Das ist trotzdem immer noch so gut. Ja, wie auch. Warum auch nicht?
Immer wieder eine Freude mit den beiden. Gefällt mir. Würde es von irgendjemandem kommen, würde ich vielleicht was anderes sagen? Nee. Glad you enjoyed it, Chloe. Yeah, I'll adventure with you anytime. We'll see. Thanks for the game, nerds. Boah. DVD, check. Next stop, chemistry class. Joy. Die Kopfbewegung. Zum Chemieunterricht gehen, niemals. Aber Steph wirkt schon komisch in dieser Zeitlinie. Ich sage jetzt immer Zeitlinie, nicht hier. Andere würden Remastered-Version sagen. Ich will irgendwie eine Immersionsschiene aufbauen. Es ärgert mich etwas. Gerade bei Steph, vielleicht ist das dann woanders anders. Mal gucken. Aber erster Eindruck? If I'm late to class, that's just one more excuse for Mom to sick David on me. Gepuppelt. Das habe ich besser in Erinnerung. Steph. It was fun nerding out with these two. Especially when I kicked that dude's ass at the end. Thanks again for the game, Chloe. Super fun. Next time will be even better. Mikey ist schwer in Ordnung, also auch in dieser Zeitlinie. Aber bei Steph, irgendwas ist da passiert. Wir müssen noch Musik hören, ne? Deswegen machen wir einen großen Bogen. I'm officially out of excuses to stay out here. Must mean it's chemistry time. Bei der Sache mit der Information aus dem Buch wusste ich es nicht mehr. Wo wir die anwenden, und bei Miss Grant, die Info, die wir aufgeschnappt haben, weiß ich es gerade auch nicht mehr. Wenn ich aber jeden Charakter und alles mitnehme, dann werden hier eigentlich aufgeräumt. Dann können wir das ja eigentlich gar nicht verfehlen. Aha. Dann muss ich aber auch jeden mitnehmen und allen voran jeden mitnehmen, auch hier, ne? Jeden Mal Kram. Theater Nerds. Hier ist ja schon Theater. Huh. Weirdly, that makes me interested in walking on the stage. Hier gab es ja auch gleich wieder Widerworte. Ja, Alright, kann man nicht Chloe. drüber gehen. Better head in. Chemistry won't bore itself. Konnte man hier schon was hinterlassen? Nee, oder doch? Dann würde man das ja bei der Aufführung sehen. Am Spiegel konnte man was hinterlassen, in der Umkleide und eben da, wo die Vic was gemalt hat. Das war, glaube ich, Spiegel, und das war bewegliche Leinwand, wo die Victoria Chase sich drauf verewigt hat. Ich glaube, ja. Was war das nochmal? Toter weißer Typ. Wir finden es hoffentlich heraus. Dann gibt es jetzt hier nichts zu malen, zu entperfektionieren. Wäre auch fies, weil dann würden wir Rachel und auch Steph sabotieren. Musik. Glass. I should probably be getting to class, but I just don't care. Did last night really happen? The internet says it did, but I still can't believe it. Rachel Amber. The drama star, honor student, popular princess of Blackwell swoops in like Batman to save my ass and thrash to Firewalk? Either that was a dream or real life just got a shit ton crazier. Das ist Musik von Daughter, das ist Glass. Und ich bin einfach mal ruhig und drehe den Kopfhörer auf. Wenn ich dran denke, dann werde ich das Musikstück hier
was gerade sehr dezent im Hintergrund läuft, auch mal in der Nachbearbeitung lauter drehen. Ist erstaunlich, oder? Es gab aber halt einfach gar keinen Anlass. Doch hier und da mal etwas bitterer Beigeschmack, aber es gab jetzt schon seit ein paar Stunden keine Gelegenheit für mich, in Tränen auszubrechen. Naja, kann ja nicht das ganze Spiel überheulen, das wäre ungesund, oder? Aber ja. Und als nächstes kommt ja erstmal gar nichts so Trauriges. Also die nächsten Minuten, wenn ich dran denke, wie wir dann da drin... Oh, wie wir Dana sehen. Und auch das erste Mal Rachel in der Party, in dem Nicht-Party-Outfit. Was für ein Zauber sie ausstrahlt. Wie sie Chloe da auch zuzwinkert. Auch unvergessen, diese erste Szene. Abseits von der Sägemühle mit Rachel. Wir haben zuvor immer mitbekommen, wie faszinierend oder was für eine Magie sie einfach versprüht. Und ich finde, das hat man sehr gut getroffen mit... Ja. Da drin. Bei Dana. Auch unvergessen dieser Moment. Rachels Ausstrahlung. Das sind nicht nur leere Versprechungen gewesen. Haut genauso hin und vielleicht sogar noch mehr. So, jetzt kommt jemand vorbei. Jemand, der sagt, die Zukunft braucht Exzellenz. Principal Wells. Hey. Hey. Miss Price, the sign clearly says do not walk on the stage. Such disregard for your fellow students' efforts won't alleviate your record of major infractions. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das war eher als Richtlinie zu verstehen als Vorschrift. Ich weiß nicht, ich schwör's. How many minor infractions and a major one? This is no joke, Miss Price. Who's joking? You've seen my math grades. Perhaps you will find me less amusing if I mention the various allegations I've been hearing about your drug use. You know Blackwell has a zero-tolerance policy. Do I have to initiate a search of your person in order to establish the veracity of these allegations, Miss Price? That's what I thought. I'll look forward to seeing you in my office after school today. How does that sound? Nicht gut, weil dann ist Freizeit. Eigentlich nein. Erster Eindruck von ihm? Sehr gut getroffen in dieser Zeitlinie. Widerstand ist zwecklos. Was sein muss, muss sein. Und zwar eigentlich nein. Wells really has it out for me. I have to convince him it's in his best interest to back off. Actually, sir, I'm gonna go with no. Ah, so you're going to mouth off to me now, yes? Ein Fehler und das Here I war's. thought your well of witticisms had finally run dry. Sir, my well of witticisms runs so deep that you would get trapped at the bottom and never make it out alive. Jokes, in my experience, that's how the guilty cover up their infractions. Clearly, you haven't studied the wake and bake Scheiße. clause of the Stoner Constitution. All stinky herbs shall be smoked before entering school premises. So, you are admitting to having consumed marijuana this morning? Maybe. Or maybe I want to see if you have what it takes to make me pee into a cup. Seriously, I really do. That's quite enough. I do not need to search you, Miss Price.
Your words alone have convinced me of your guilt. You will meet me in my office after school for a formal reprimand. Great. Ich muss Just great. halt zugeben, es war halt sehr verlockend. Da steht 420 und ich muss klicken, weil Chloe hat mir das so irgendwie beigebracht. Wenn du die Gelegenheit hast, 420 zu ergreifen, dann mach If I'm das. late to class, that's just one more excuse for Mom to sick David on me. Und ich muss halt gestehen, die Versuchung oder das, was dahinter steckt, das herauszufinden, war jetzt sehr, sehr groß, das zu hören. Auch wenn mir schon klar war, dass das nicht wirklich von Erfolg gekrönt sein würde. Aber ich musste das drücken. Danke, Chloe. I'm officially out of excuses to stay out here. Must mean it's chemistry time. Wie heißt es doch so schön, aus Fehlern kann man lernen. Fehler sind da, um daraus zu lernen, ne? War das weiße Bling Bling jetzt gerade neben dem Brunnen, dann kann ich das nicht mehr schön reden. Mit Spiegelung. Ah. Am Stein, ist klar. Zum Chemieunterricht gehen. Alright, Chloe. Wir haben nichts Better verpasst, head ne? in. Chemistry won't bore itself. Nein, ich meine nein. Dann. Hallo Nathan, hallo Drew. Die Schuhe. What the Oh hell? Mann, wie gemein trotzdem. Der arme What have Nathan, you got hätte here? ich gesagt. Twitch? Don't call me that! True north. A jock so dumb he makes jocks look bad. Guess Nathan Prescott made the shit list. Oh, wow. This is some really weird crap, Prescott. It's not yours. Give it back! I hate that you're on the team now. You're such a loser. Want to take this elsewhere, guys? The mute speaks? Whoa, whoa! You earn a spot on the squad, Twitch. You don't have your dad try to buy off the coach. At least my family pays tuition. How much financial aid does your deadbeat dad need again? Oh. Dick move, Nathan. My dad Aber lost so his ist er job halt. at the shipyard when your dad closed it down. And you want to talk shit to me? Leave Nathan alone. You know something, Prescott? I'm gonna do you a favor. You can't be a part of the team and be into this stupid crap at the same time. You're a piece of shit. I am going Stop to it. kill you. You guys, stop. Chloe, do something. Don't just stand there watching. Selbst. Ist schon arschig, was der Drew macht, aber ich kann ihn auch verstehen, dass er so angepisst ist. Und der Nathan macht es ihm auch nicht einfacher. Dich raushalten, dich einmischen. Einerseits möchte es Samantha, dass wir uns einmischen. Andererseits ist es eben auch mit einer Wiederherausforderung verbunden. Hoffentlich kommen keine Drogen 420 ins Spiel, weil dann haben wir verloren. Raushalten. Nee. The only way to stop a bully is to be aggressive. I've got to put Drew down. Back off, idiot. What the hell did you just say to me? Hast du was auf den Ohren? Idiot. You're not used to a word that big, are you? Don't be scared. You're seriously defending Nathan Prescott? Congrats. You've actually got me feeling sorry for Arcadia Bay's most spoiled brat. That's auch how gleich ein much of an Tritt gegen asshole ihn. you're being right now. You're Gegen such a Nathan. crazy freak. Mind your own business. You have no idea how crazy I am. Keep pushing and find out. You want a piece of this?
You mean your budding bromance with Nathan? You're clearly into him. Just pull his hair already. Ja, genau. Did you just laugh? I did. Ja. Chloe just owned you. Shut the fuck up, fresh meat. You shut the fuck up. Oh. Go Samantha. Wenn es um Nathan geht, Guess kann you sie got auch aus lucky ihrer this Haut time, raus. Prescott. Had 2 girls show up to save you. Take your pervy picture book. Are you okay? You think I need help? From you? You're welcome. Das ist Nathan Are you Prescott. Wie er geht. Thanks for sticking up for him. People think just because of his family. Everything okay here? Alles okay, Skip. No problem, Skip. Steht auch nach unten. Mhm. Mama schreibt. David hat gesagt, du hast Danke gesagt und dabei die Augen gerollt. Was fällt dir ein? Chloe. Elizabeth Price. Oh, hier gibt's was zu lesen. Junov ist Mikeys älterer Bruder. Und die zwei könnten nicht unterschiedlicher sein. Drew ist ein Sportler, die Art, die jeden Tag Stunden im Fitnessstudio verbringt und seinen Bizeps Namen gibt. Andere geben ihren PCs Namen. Ich war noch nie bei einem Bigfoot-Spiel. Aber wie ich höre, ist er echt gut darin, Zeug in anderes Zeug zu werfen oder so. Ich hab's voll versaut. Ich war noch nie bei einem Bigfoot-Spiel. Aber wie ich höre, ist er echt gut darin, Zeug in anderes Zeug zu werfen oder so. Mikey hat mir erzählt, dass Drew mit einem Sportstipendium zur Uni will. Was gut ist, denn seine Familie ist noch ärmer als meine. Sein Vater war einer der Fischer, die durch die Prescotts ihre Jobs verloren. Wie man sich vorstellen kann, steht Nathan deswegen auf Drews schwarzer Liste. Keine Liste, auf der man erscheinen möchte. Gewinnt im Krieg zwischen Blödmann. Nur Blödmänner schreiben. Nee, sagen Blödmann, wenn man es schreibt, ist nicht so schlimm, oder? Keine Liste, auf der man erscheinen möchte. Gewinnt im Krieg zwischen Blödmann und Scheißkerl überhaupt irgendwer? Jedenfalls glaube ich nicht, dass Drew wirklich ein schlechter Kerl ist, aber ich weiß es nicht. Es ist, als existieren wir in verschiedenen Ebenen der Realität. Das ist schon sowas wie Zeitlinien, die sich zufällig in derselben Schule befinden. Von mir aus kann er gern so bleiben. Von mir aus kann es gern so bleiben, Mann. Der Basketball geht in den Basketballkorb, der Football geht in den Hintern, ganz sicher. Nee, da. Ja. Nathan Prescott ist das goldene Kind der Prescotts, der ältesten, reichsten und mächtigsten Familie von Arcadia Bay, die einen auch oft und gerne daran erinnert. Nathans Vater arbeitet im nautischen Bereich. Ich glaube, es hat irgendetwas mit dem Ermorden von Seehundbabys und sie in Todesstrahler fürs Militär zu verwandeln zu tun. Aber ich kann mich nicht an die Details erinnern. In der Stadt gibt es jedenfalls viele Leute, die die Prescotts hassen, eingeschlossen all der Fischer, die er um ihre Arbeit gebracht hat. Und mit Fischern willst du dich nicht anlegen. Die stinken. Nathan ist seltsam. Ach so, ist er das Leben? Nathan ist seltsam. Er ist extrem privilegiert und doch düster und nachdenklich. Obwohl er ein Arsch ist, tut er mir manchmal leid. Ja, bei dem Vater
kann das schon mal passieren. Er ist einfach dieser komische Typ, der seinen eigenen Müll durchschauen will. Aber er muss so tun, als sähe er all diese Dinge, die ihm eindeutig nicht liegen. Wie ein Sportler oder einer der coolen Typen. Man kann sehen, dass es ihn fertig macht. Natürlich ist die beste Medizin gegen Mitleid für Nathan tatsächlich, mit ihm zu reden. Dann fällt einem wieder ein, was für ein wunderbar hassenswertes Gesicht die Prescott-Gene ihm gegeben haben. Ich denke gerade, wie er als kleineres Etwas neben seinem Papa steht auf dem Bild und einfach flennt. Ja, so wie er da flennt, so sitze ich manchmal hier da vorm Bildschirm, wenn wieder besondere Momente kommen. Neue Nachrichten blinken hell. Es wird Konsequenzen haben. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Ja. 7. Mai um 8:24 Uhr. Es freut mich, dass wir reden konnten. Mich auch. Ich weiß, du tust dein Bestes. Ich liebe dich. Oh. Denn dafür hat sich's gelohnt, so zu entscheiden in der Küche. Nun gut, dann würde ich aber mal sagen, werden wir wieder was Großartiges erst in der nächsten Folge erleben. Etwas Großartiges, ja, ein großartiger Moment. Aber Rachel ist nicht etwas Großartiges, sie ist großartig. Sie ist der Drache aus Diamanten. Mit dem coolen, schönen, schicken, blauen Ohranhänger, was ich hier unbedingt sagen muss. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.